Es geht um Ingwer, Mönchspfeffer, Safran und Shatavari. 4 Pflanzen, 4 klare Einsatzgebiete. Fangen wir an. Ingwer bei Regelschmerzen. Während der Periode schüttet der Körper vermehrt bestimmte Botenstoffe aus, die dafür sorgen, dass sich die Gebärmuttermuskulatur zusammenzieht. Das muss auch so sein, sonst löst sich die Schleimhaut nicht. Werden es aber zu viele davon, zieht sich der Muskel stärker zusammen und genau das sind dann die typischen Krämpfe, der Rückenschmerz und manchmal auch die Übelkeit. Genau da setzt Ingwer an. In den Studien wurde sowohl der Schmerz schwächer als auch die Dauer wurde verkürzt. Dazu kommt noch ein netter Nebeneffekt. Ingwer wirkt auch gegen Übelkeit. Praktisch, wenn dir während der Periode neben den Krämpfen auch noch flau im Magen ist. Angewendet wurden vor allem Pulver oder Kapseln, und zwar kurz vor der Periode oder in den ersten Tagen. Also genau dann, wenn es losgeht. Ich persönlich finde Ingwer deshalb den einfachsten Einstieg von allen 4 Pflanzen. Fairerweise muss man aber dazu sagen, wenn deine Schmerzen jeden Monat so heftig sind, dass gar nichts mehr geht, ist Ingwer nicht die Lösung, sondern höchstens die Begleitung. Mönchspfeffer bei PMS. Die zweite Pflanze zielt nicht auf einen einzelnen Schmerz, sondern auf ein ganzes Bündel an Beschwerden. Verwendet werden die reifen, getrockneten Früchte des Strauchs. Mönchspfeffer ist vor allem dann besonders gut, wenn du in den Tagen vor der Periode immer wieder dasselbe bemerkst, und zwar Brustspannen, Wassereinlagerung oder aufgeblähtes Gefühl. Kopfschmerzen, innere Anspannung, Reizbarkeit, alles tutti quanti. Das Ganze folgt bei vielem einem klaren Muster. Es taucht in einer bestimmten Phase im Zyklus auf und verschwindet wieder, sobald die Periode einsetzt. Und genau da ist Mönchspfeffer besonders gut. In den Studien gingen sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Beschwerden zurück. Brustspannen genau wie Reizbarkeit und Stimmungstiefs. Die Europäische Arzneimittelagentur führt Mönchspfeffer ausdrücklich zur Linderung prämenstrueller Beschwerden auf, und das ist bei Pflanzen wirklich nicht selbstverständlich. Ein Punkt ist hier aber entscheidend, und den überspringen die meisten. Mönchspfeffer ist nichts, was du nimmst, wenn die Beschwerden schon da sind. Seine Stärke zeigt sich bei regelmäßiger Einnahme über mindestens 3 Zyklen. Du brauchst also Geduld. Bei der Menge hat sich ein Extrakt mit rund 20 Milligramm am besten geschlagen, mehr bringt dir schlicht und ergreifend nichts. Was du wissen solltest, Mönchspfeffer greift in die Hormonsignale ein. In der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder wenn du hormonell verhütest, gehört das vorher besprochen und nicht einfach ausprobiert. Safran für PMS und Stimmung. Safran ist nicht nur eines der teuersten Gewürze der Welt, sondern für mich die spannendste Pflanze in der Liste. Gewonnen wird er aus den roten Narben der Blüten und für ein einziges Kilo braucht man wirklich riesige Mengen an Blüten. Entscheidend ist aber nicht der Preis, sondern das, was er kann. Vor allem da PMS nicht nur den ganzen Körper betrifft. PMS betrifft ja nicht nur den Körper. Viele merken vor der Periode eine deutliche Veränderung bei Stimmung, Motivation und Belastbarkeit. Die Reizbarkeit steigt, Situationen fühlen sich intensiver an, Schlaf und Konzentration leiden. Und genau hier liefert Safran. Untersucht wurde er sowohl bei PMS als auch bei Regelschmerzen, und in beiden Bereichen zeigte sich eine spürbare Verbesserung. Bei Frauen in den Wechseljahren kam noch mehr dazu. Die gedrückte Stimmung besserte sich deutlich häufiger als unter einem Scheinmedikament, also Placebo. Das Selbstwertgefühl stieg und auch die Belastung durch Schlafprobleme ging stärker zurück. Bezüglich der Anwendung: In den Studien wurden meistens knapp 30 Milligramm Safranextrakt täglich verwendet, und zwar über mehrere Wochen. Es gibt auch eine Untersuchung mit getrockneten Safrannarben als Tee, und auch da ging das Wohlbefinden rauf. Safran ist damit die Pflanze, die beide Seiten abdeckt, Körper und Kopf. Shatavari für die Menopause. Die letzte Pflanze kennt hierzulande fast niemand, und das wird sich meiner Meinung nach in den nächsten Jahren ändern. Shatavari ist tatsächlich mit dem Spargel verwandt, verwendet wird die Wurzel. In der Menopause verändert sich die Arbeit der Eierstöcke, die Hormone schwanken erst und sinken dann ab. Weil diese Hormone in ganz vielen Geweben im Körper eine Rolle spielen, kommt in dieser Zeit oft alles auf einmal. Hitzewallungen, Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, Gelenkbeschwerden. Shatavari wurde genau dafür getestet und die Ergebnisse sind stark. Die Beschwerden gingen zurück, und zwar abhängig von der Menge. Je höher man einnimmt, desto deutlicher ist die Verbesserung. Besonders auffällig war das bei Hitzewallungen und bei der Schlafqualität. Dazu verbesserten sich Werte für die Gefäße und den Knochenstoffwechsel, also genau die Themen, die in der Lebensphase wichtig sind. Auch hier gilt, das braucht Zeit. Die spürbaren Effekte kamen nach mehreren Wochen, nicht nach ein paar Tagen. Fassen wir zusammen. Die 4 Pflanzen haben 4 klare Aufgabengebiete. Ingwer bei Regelschmerzen, akut und einfach anzuwenden. Mönchspfeffer bei wiederkehrender PMS, aber nur bei regelmäßiger Einnahme über mehrere Zyklen. Safran bei PMS, wenn vor allem die Stimmung leidet. Und Shatavari für die Menopause mit Schwerpunkt auf Hitzewallungen und Schlaf.
Du musst also nicht wahllos irgendwas ausprobieren, sondern kannst gezielt die Pflanzen nehmen, die zu deinem Thema passt. Und wenn du Studien dazu sehen willst, sie liegen alle unten in der Beschreibung. Wenn dich eines dieser Themen gerade selbst betrifft, schreib es mir in die Kommentare, ich freue mich. Lass ein Like da, wenn dir das Video gebracht hat und abonniere den Kanal, wenn du mehr davon willst.